Ja, in dem Zug hat es echt beschissene Einstiege. Da will meine Reifen hängen bleiben. Da habe ich erstmal alles runter machen müssen. So, das ist der Grenzbahnhof. Oh, guten Morgen. Heute ist der erste Tag auf der Elbe. Eigentlich wollte ich von Jaromir aus starten, aber ich bin gestern eine Station zu früh ausgestiegen. Da stand schon Jaromir auf der Anzeige drauf. Ich habe kurz rüber geguckt, stand auch Jaromir drauf, aber nur Richtung Jaromir. Und jetzt starte ich halt von Chemo, sieht es aus oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie es das genau ausspricht. Schwerer Name. Aber macht nichts, auf geht's. Schauen wir mal, wie es wird auf der Elbe. Bin mal gespannt. Kaum zu glauben, 6:20 Uhr und was ist? Beste Angelzeit. Die Fische würden beißen wie durchgedreht und sie schlafen. Oh, da vorne kommt das erste Wehr. So, etwas zu früh raus, kurz vor dem Wehr hast du das Luxusteil. Wirklich Luxusteil, sogar mit Rampe. Bloß runter geht dann nur über diese Mauer da und dann hier runter. Aber das ist machbar. Und alle Sicherheitsvorschriften werden beachtet. Das ist Springkraut.
Da scheint ein Bach reinzukommen bei der Brücke. Da hinter dem Baum steckt hier ein Altwasser. So, die zweite Staustufe. Schauen wir mal, ob wir vorne rauskommen oder ob man da beim Kajakclub da raus muss. So, und auf der anderen Seite hat hier eine schöne lange Rampe. So, jetzt war ich erstmal einkaufen und jetzt mache ich erstmal Brotzeit. So, Pause beendet und weiter geht's, die Elbe runter. Das heißt, gut Obacht geben, der kann jederzeit von hinten um die Ecke geschossen kommen. Hey, hier haben wir schon Ausflugsfahrten. Jetzt habe ich schon noch gedacht mit Dampfantrieb, aber hinten dran hängt doch der Außenborder.
Hier hat was ganz Gemeines. Das sieht mir nach einem kleinen Bär aus. Schauen wir lieber mal an. Okay, so vor mir ist eindeutig ein Bär. Hoch lebe der Kielstreifen. So, Umtragung geglückt vom Bär und weiter geht es Richtung Dresden. Da von links, da kommt die Adler rein. So, jetzt werde ich schön gekühlt. Der Gegenwind ist da, für den die Elbe so berühmt ist. Ja, je nach Pflaufe halt Gegenwind. Jetzt haben wir Rückenwind und dann wird man weggebraten. Da habe ich sozusagen keinen Fahrtwind. Er hat eine Datschenkolonie. Und da ist die vermutlich kleinste Datscha Tschechiens. Und wir schauen, dass wir hier rauskommen. Hier hat es einen Bär. Überall. Schauen wir mal, vielleicht da links. Das sieht da ganz gut aus. Okay, da links geht schon mal nicht. Vielleicht kann man direkt über die Krone. Schauen wir mal, wie es dahinter ausschaut. Schaut ganz gut aus. Da mit etwas tieferen Auslass. Das müsste gehen. So, jetzt haben wir ganz den Plan geändert. Die haben ja irgendwo Schwellbetrieb. Wenn ich die Naturgewalt lande, steigt der Wasserspiegel. Da ist vorher gar kein Wasser über den Damm geflossen. Und jetzt ist er fast komplett überflutet innerhalb von kürzester Zeit. Da will ich lieber mal ganz schnell weg. So, während meiner Kaffeepause ist das Hochwasser zurückgegangen. Hochwasser ist gut.
Mann, da habe ich mir das unnötig Mühe gemacht. Die Treppe habe ich gar nicht gesehen. Ja, scheiße, aber jetzt bin ich unten. So ein Mist. Kaum zu glauben, jetzt nimmt der Elbe sowas wie Geschwindigkeit auf. Sapperlot, sage ich. Okay, ich muss paddeln, sonst komme ich da gegen Baum zu nah. Oh, aber mit Paddeln war das kein Problem. Ich bin sogar voll erschrocken, hat voll gerauscht. Aber das ist der Baum da oben, der so rauscht. Oh, das ist einer der etwas schnelleren Stücke. Ich sage nur eins, Hamburg, ich komme. Na Quatsch, werde ich nicht schaffen, Hamburg. Nee, ein richtig langes, schnelles Stück. Wobei das generell als anderes langsam fließt.
Okay, da komme ich noch durch. Jetzt hätte ich mir beinahe gedacht, jetzt hat es ein Baumhindernis. Aber da komme ich durch in der Mitte. So, das war mir der erste Graureiher der Tour. Wo ist er? Da. Oh, hier hat es auch ein paar Uferabbrüche. Da vorne auch. Ja, sogar eine Kiesbank. Da schau her. Da geht richtig stürmisch ein Bach rein. Und in ihren Fluss. So, die Autoreihe macht irgendeinen Sinn. Der ist ausbetoniert. Ja, scheint eine strategisch wichtige Brücke zu sein. Es fragt sich bloß, aus welcher Zeit die stammt. Das ist kaum zu glauben. Da hat es eine kleine Insel drin. Oh, da ist ein schöner Pauseplatz. Kann ich jetzt gebrauchen. So, wieder aufgewacht, kurz geschlafen, keine Ahnung wie lange. Jetzt haben wir 16:34 Uhr. Jetzt machen wir noch einen kleinen Abendangriff und dann schauen wir, dass wir hier irgendwas finden. Irgendein Anglerplatz wird schon da sein. Hier ganz beliebt, den Köder ganz rüber zu werfen. Nutria-Herde. Ein Übernachtungsplatz wird interessant. Alles dicht belegt. Oh, hurra! Ich habe ein freies Anglerplätzchen gefunden. So, da ist ja schön ein Zelt aufstellen. Wenn so ein Haufen Auto vorbeikommt von Anglern, aber macht ja nichts. So. Der erste Tag wäre geschafft auf der Elbe. Also, der erste Tag ist geschafft auf der Elbe. Ist ganz gut gelaufen. Besser als gedacht. Kaum Gegenwind gehabt. Und jetzt dann hinter der letzten
Und im letzten Berg ging es richtig rasant. Da ging was. Das war dann noch ein bisschen spannend, wo ich um 16 Uhr kurz Pause gemacht habe. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich gibt es dauernd Anglerplätze. Tja, und dann kam ein Stück 2 Stunden lang nichts. Alles mit Datscha zugepflastert. Und wenn da mal ein Angelplatz gekommen ist, dann war er belegt. Aber jetzt habe ich einen schönen Anglerplatz gefunden, unbelegt. Hoffentlich bleibt es noch früh in der Nacht. Schauen wir mal. Der Angler ist eindeutig starker Raucher und ein passionierter Biertrinker. Leider hat er mir nur leere Dosen gelassen. Ja, und da oben steht mein Zelt.